Auf dem Gelände der Kasetsart-Universität an der Fakultät für Forstwissenschaften befindet sich eines der wenigen Museen weltweit, das sich ausschließlich der Myrmekologie widmet, der wissenschaftlichen Erforschung der Ameise. Ja, hallo Dini. Ich bin jetzt hier in Bangkok und in Bangkok gibt es ja das Ant Museum. Da stehe ich jetzt davor und will das Ganze mal anschauen. Ich nehme euch mit. Ihr könnt euch einfach mal anschauen, was wird hier gezeigt für Informationen über Ameisen. Da sieht man auch schon, wenn ihr einfach mal hier rüber schaut. Da sind da Ameisen für einen Nachbau. Und ja, dann hört es einfach mal an, was der Eigentümer hier zu sagen hat. Im folgenden Gespräch mit Professor Dr. Watanashai erzählt er mir unter anderem, dass das Museum Anfang der 2000er Jahre mit dem klaren Ziel gegründet wurde, die verborgene Welt der Ameisen für jedermann zugänglich zu machen. Vom Kind, das hier zum ersten Mal mit Ameisen in Berührung kommt, über Studierende bis hin zu Forschern. Dieser Ort verbindet Wissenschaft mit Öffentlichkeit. Jedes Jahr besuchen zahlreiche Schulklassen das Museum. Dabei geht es nicht nur um Ameisen selbst, sondern um das Verständnis komplexer Systeme. Die Inhalte werden bewusst unterschiedlich aufbereitet, denn einem Kind erklärt man Ameisen anders als ein Wissenschaftler. Ameisen dienen hier als Modell für grundlegende Prinzipien des Lebens. Eine Kolonie funktioniert wie ein hochorganisierter Staat, mit Königin, Arbeiterin, klaren Arbeitsteilungen und effizienter Kommunikation. Besucher lernen so, wie Zusammenarbeit, Struktur und Schutz das Überleben sichern. Dabei werden Wissen über Nahrungssuche, Nestbau bis hin zu Verteidigungsstrategien vermittelt. Das Museum macht die zentralen Verhaltensweisen von Ameisen verständlich. Selbst unsichtbare Prozesse werden greifbar, wie Ameisen Wege bilden, Ressourcen organisieren oder als Superorganismus agieren. Thailand und Südostasien gehören zu den artenreichsten Regionen der Welt. Hier leben unzählige Ameisenarten, von kleinen bodenbewohnenden Arten bis hin zu großen, baumbewohnenden Spezies. Einige stammen aus Regionen wie Malaysia, Borneo oder Indonesien und zeigen die enorme Vielfalt tropischer Ökosysteme. Doch genau diese Vielfalt bringt auch Herausforderungen mit sich. Viele Arten sind extrem empfindlich gegenüber Veränderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Transport oder die Haltung außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes ist oft schwierig. Professor Dr. Watanashai erklärt mir außerdem, dass die Arbeit der Wissenschaftler nicht im Museum endet. Sie führen regelmäßig Feldforschung durch, also im Wald, direkt im natürlichen Lebensraum der Ameisen. Dort werden Arten dokumentiert, Daten gesammelt und ökologische Zusammenhänge untersucht. Oft stehen Ameisen dabei im größeren Kontext gemeinsam mit der Biodiversität oder den Ökosystemen. Thailand ist ein Hotspot der Biodiversität. Mit über 1000 Schmetterlingsarten und einer enormen Vielfalt an Insekten bildet es ein komplexes Netzwerk des Lebens. Ameisen sind dabei ein zentraler Bestandteil. Im Vergleich dazu stellt die Haltung von Ameisen in Europa ganz andere Herausforderungen dar. Kalte Winter und begrenzte Pflanzenverfügbarkeit erschweren insbesondere die Haltung tropischer, baumlebender Arten. Was in den Tropen selbstverständlich ist, muss in anderen Klimazonen aufwendig angepasst werden. Das Ameisenmuseum in Bangkok ist vielleicht kein bekannter Ort, doch es steht für etwas Größeres. Für das Verständnis, dass selbst die kleinsten Lebewesen uns die größten Zusammenhänge des Lebens zeigen können. Ein besonderer Dank geht an das Ant Museum der Kasetsart-Universität für die Möglichkeit, diesen Einblick zu erhalten und ihre Arbeit mit uns zu teilen. Vielen Dank für die Offenheit, die Zeit und das Engagement für die Forschung, die Vermittlung rund um die Ameisen. For visit Ant Museum. Welcome every time and see you next time. And if invite every week, it's so joy to see Ant Museum in Thailand. The first one of the world, I think. Okay. Nach unserem Besuch im Ameisenmuseum führt uns der Weg zu einem weiteren außergewöhnlichen Ort. Schon beim Betreten wird klar, hier geht es um weit mehr als nur Kaffee. Hi, welcome to Ant Keeping Cafe. Der Besitzer begrüßt uns herzlich und schnell fällt auf, die Grenzen zwischen Café, Ausstellung und Ameisenhaltung verschwinden hier beinahe vollständig. Direkt ins Auge fallen mehrere beeindruckende Ameisenanlagen. Besonders die großen Glatscheraameisenkolonien ziehen schon die Aufmerksamkeit auf sich. Ähnlich wie bei uns im Shop verlaufen Röhrensysteme durch den gesamten Raum und verbinden verschiedene Bereiche miteinander. Fast so, als würde die Kolonie selbst Teil der Architektur werden. Zwischen Pflanzen, Glasbecken und Laufwegen entsteht eine Atmosphäre, die eher an eine kleine Forschungsstation erinnert als an ein gewöhnliches Café. Und natürlich darf auch der eigentliche Kaffeebereich hier nicht fehlen. Zwischen Ameisenbeobachtung und Fachgesprächen kann man hier entspannt einen Kaffee oder sogar Matcha genießen.
Selbst seltene Arten finden hier ihren Platz. Für einen kurzen Moment bekommen wir sogar eine Deinomyrmex Gigaskönigin zu sehen, eine der größten Ameisenarten der Welt. Auch Honigtopfameisen dürfen nicht fehlen. Eine Art, deren Arbeiterinnen Nahrung in ihrem eigenen Körper speichern und so als lebende Vorratskammer für die Kolonie dienen. Doch nicht nur lebende Ameisen spielen hier eine Rolle. An den Wänden hängen kunstvolle Darstellungen von Ameisenanatomien, Neststrukturen und biologischen Zusammenhängen. Zwischen antiker Literatur über Ameisen und historischen Mikroskopen entsteht fast das Gefühl, durch eine kleine Zeitreise der Myrmekologie zu laufen. Das Antkeeping Café wurde geschaffen, um Menschen die Welt der Ameisen näher zu bringen, nicht als trockene Ausstellung, sondern als Ort, an dem die Beobachtung, Wissenschaft und Alltag miteinander verschmelzen. Und ehe wir uns versehen, ist schon Zeit für den Abschied. Wir verlassen das Café und ziehen weiter durch die nächtliche Stadt. Bangkok hat für Ameisenhalter überraschend viel zu bieten. Von Ameisenmuseum bis hin zu einem ganzen Café rund um die Ameise zeigt die Stadt, wie vielfältig die Faszination für diese Tiere sein kann. Für uns heißt es jetzt erst einmal, den Abend in Bangkok ausklingen zu lassen und noch einmal die beeindruckende Skyline zu genießen. Bis zum nächsten Abenteuer.